Du hattest im Herbst eine richtig dicke, üppige, geile Zwischenfrucht mit einem starken Bestand und viel Biomasse. Aber je näher das Frühjahr kommt und je näher die Aussaat der Folgekulturen kommen, desto weniger ist er da, desto lichter wird die Mulchschicht und desto weniger Bodenbedeckung hast du, obwohl du genau die haben wolltest. Warum? Bodenbedeckung im Frühjahr macht Sinn, weil wir Unkraut zurückhalten, weil wir vor Erosion schützen und weil wir vor Verdunstung schützen. Der Boden bleibt länger feucht. Aber jetzt sage ich dir etwas. Diese schnelle Verwertung der Biomasse spricht für deine Bewirtschaftungsart. Eine hohe mikrobielle, biologische Aktivität im Boden zu haben und vor allem auch viel von der größeren Mesofauna, von diesen größeren Bodenlebewesen im Boden zu haben. Dieses Zusammenspiel sorgt dafür, dass diese Biomasse der Zwischenfrucht schneller verwertet wird als auf Böden, die nicht so regenerativ bewirtschaftet worden sind. Jetzt möchtest du aber natürlich trotzdem eine Bodenbedeckung haben, weil das gut ist, schützt vor Verdunstung, schützt vor Unkraut und schützt vor Erosion. Und wie wir das machen können, wie du das trotzdem schaffen kannst, das schauen wir uns in diesem Video an. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Gisela Gutscher, ich freue mich, dass du dabei bist. Eine geile, üppige Zwischenfrucht. Im Herbst und im Frühjahr fehlt es dann an Bodenbedeckung. Das Ganze, was da im Herbst da stand, fehlt irgendwie. Und es schaut aus, als würde die Zwischenfrucht zu schnell verrotten. Warum wollen wir eigentlich eine Bodenbedeckung haben im Frühjahr? Naja, das ist ganz klar. Eine dichte Mulchmatte schützt den Boden. Und wenn man sich das anschaut, so wie hier, ich blende dir das ein, wo wir wirklich viel Mulchschicht haben, vom Stroh unter anderem aus dem vorigen Jahr, dann ist da wirklich noch sehr, sehr viel Feuchtigkeit vorhanden im Vergleich zu einer anderen Stelle, wo Bodenbearbeitung passiert ist, wo das Stroh eingearbeitet worden ist und wo auch schon weniger Biomasse in der Oberfläche ist, wo einfach entsprechend auch weniger Feuchtigkeit mehr da ist. Das heißt, Feuchtigkeit, Wasser ist der Grund Nummer 1 für eine Mulchschicht, Erosionsgrund Nummer 2, Unkraut, Unterdrückung Grund Nummer 3, alles Gründe, warum eine lange Bodenbedeckung sinnvoll ist. Im besten Fall, und das sage ich gleich vorweg, natürlich von lebenden Pflanzen, von grünen Pflanzen. Jetzt ist es so, dass das manchmal ärgerlich ist. Ich kenne das. Ja? Du hast einen schönen Bestand im Herbst und im Frühjahr wird das immer weniger und irgendwie fehlt es an der Bodenbedeckung und dann kommt schon das ein oder andere Unkraut daher. Woran liegt's? Das liegt eigentlich an deiner guten Bewirtschaftung. Denn wovon ist die Zersetzung von organischer Substanz abhängig? Im Wesentlichen von Temperatur, Wasser und Luft im Boden und natürlich wie viel biologische Aktivität vorhanden ist. Temperatur heißt, je wärmer der Boden ist, desto schneller passiert es. Der Boden muss Feuchtigkeit haben, darf nicht zu nass, nicht zu trocken sein. Eine Feuchtigkeit, eine gewisse Winterfeuchte, die da mitgenommen wird, ist ideal. Und der Boden muss gut durchlüftet sein. Das heißt, diese 3 Faktoren sind einmal das Zentralste. Und man muss auch sagen, in den Studien, die es dazu gibt, also zum Thema Verwertung von organischer Masse am Boden, zeigt sich, dass den größten Einfluss auf die Geschwindigkeit der Verwertung von organischer Substanz am Acker das Klima hat, also die Witterung. Je feuchter, je wärmer es ist und je mehr Luft im Boden ist, desto schneller kann das umgesetzt werden. Aber dann gibt es eben noch den 4. Faktor und das ist die Biologie. Und da gibt es die Mikrobiologie, da gibt es die Bakterien, die Pilze, die eigentlich das Material zersetzen, aber in Kombination mit der Mesofauna, mit den größeren Bodenlebewesen, also mit den Regenwürmern allen voran, mit dem Lumbricus terrestris, der das organische Material in den Boden reinzieht, und aber auch mit den Arthropoden, also die sind diese kriechenden Lebewesen, Insekten, Tausendfüßler und was es da alles gibt. Und diese Kombination sorgt dafür, dass das organische Material verwertet wird. Das heißt, abgesehen jetzt von der Witterung, die können wir nicht beeinflussen, kannst du mit deiner Bewirtschaftungsweise sehr wohl einen Einfluss darauf haben, wie schnell die organische Substanz verwertet wird. Nämlich, je aktiver dein Boden ist, je mehr vor allem von dieser Mesofauna vorhanden ist, je mehr Regenwürmer vorhanden sind, desto schneller wird diese organische Substanz abgebaut. Bei diesen Bakterien, dieser mikrobiellen Biologie, ist der Unterschied zwischen den Bewirtschaftungsweisen gar nicht so groß. Das heißt, ein sehr, sehr intensiv bewirtschafteter Boden im Sinne von intensiver Bodenbearbeitung, wenig Zwischenfruchtanbau, vielleicht keine organische Düngung, also was nicht eine so konservierende Landwirtschaft ist, hat eigentlich das gleiche mikrobielle Potenzial. Der Unterschied in der Verwertung der organischen Substanz ist aber nicht in dem Bakterien, in den Pilzen, sondern bei den größeren Bodenlebewesen, nämlich dem Regenwurm. Das können ja sehr, sehr große Mengen sein und das ist ja auch ein extrem guter Indikator für Bodenfruchtbarkeit. Muss ich dir nicht sagen, der Regenwurm. Und je mehr Regenwürmer du hast und das rundherum, desto schneller wird ganz einfach diese organische Substanz abgebaut. Das heißt, wenn
die Zwischenfrucht im Vergleich zu deinem Nachbarn vielleicht ein Stück weit schneller abgebaut wird, obwohl sie genauso üppig war, dann spricht das für deine Bewirtschaftungsweise. Das hier ist eine Multimax und das hier ist eine Multimax. Und aktuell gibt es auf all unsere Max-Mischungen einen Frühbezugsrabatt von 5% und du ersparst dir die halben Versandkosten. Big Bags gibt es sowieso wie immer kostenlos zugestellt frei Hof. Sichere dir also jetzt unseren Frühbezugsrabatt und bestell gleich. Jetzt kann man natürlich auch noch sagen, okay, es ist schon auch abhängig davon, was für Qualität die organische Substanz hat und wie schnell sie abgebaut wird. Das heißt, Material, das schneller verwertet werden kann von diesem Bodenlebewesen, das ist natürlich auch schneller vom Boden verdaut. Und es gibt Material, das langsamer verwertet werden kann, nämlich das ist abhängig von dem CN-Verhältnis und vom Lignin, von diesem Strohgehalt. Holziges Material dauert länger. Bestes Beispiel ist Getreidestroh. Getreidestroh kommt von Pflanzen, die am Ende ihres Lebenszyklus sind, und da haben sie üblicherweise auch das weiteste CN-Verhältnis. Das heißt, extrem viel Kohlenstoff und nur wenig Stickstoff im organischen Material. Warum? Weil die Pflanze natürlich geschaut hat, dass sie die gesamten wertvollen Nährstoffe in ihre Samen, in ihre Vermehrung bringt. Und damit bleibt das Stroh über mit CN-Verhältnis von 80 oder 100:1. Und entsprechend schwierig und langsam wird das verwertet. Und das Gleiche gilt natürlich bei Zwischenfruchtmaterial. Je mehr Zwischenfruchtmaterial ich habe, das schon ganz weit ist, das also schon geblüht oder verblüht hat vor dem Winter, desto länger bleibt mir das am Boden vorhanden und desto langsamer wird es zersetzt. Das ist natürlich dann immer ein Kompromiss, denn sobald die Zwischenfrucht blüht, verliert sie an Leistungen unter der Erde. Die Wurzelmasse entwickelt sich nicht mehr so stark, die Wurzelausscheidungen werden geringer. Das heißt, wir wollen eigentlich eine Zwischenfrucht haben, die nicht so schnell blüht, auch wegen dem Aussamen, und haben entsprechend einen Kompromiss. Gleichzeitig ist eine Zersetzung des organischen Materials der Zwischenfrucht, die eigentlich auch wünschenswert. Denn wenn du da überlegst, dass da ein schöner, üppiger Bestand an der Zwischenfrucht steht und das sind 2, 3, vielleicht sogar 4 Tonnen Trockenmasse, und dann ist im Frühjahr davon nicht mehr viel über, dann heißt das ja, dass es nicht weg ist, sondern im Gegenteil, es ist schon im Boden verdaut und steht die Folgekultur bald bereit. Das heißt, es ist in Form von lebenden Organismen, von mikrobieller Aktivität im Boden gespeichert und kann dort als Humus langfristig aufgebaut werden und im Kreislauf den Folgekulturen zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, die Zersetzung per se ist ja nichts Schlechtes. Es ist nur so, dass wir natürlich auch hier immer eine gewisse Balance haben wollen von Bodenbedeckung und Nährstoff zur Verfügungstellung. Denn wenn wir jetzt eine Zwischenfrucht hätten, die nur aus Getreidestroh bestehen würde, dann hätten wir natürlich das Problem, dass nichts zersetzt wird und dass dies zu diesen Stickstoffsperren führt. Ein weites CN-Verhältnis führt dazu, dass der Stickstoff aus dem Boden genommen wird von den Mikroben, um das Stroh zu zersetzen. Kennen wir aus der Strohraute. Das heißt, diesen Kompromiss wollen wir gehen. Was können wir jetzt tun, um das aktiv zu steuern? Es gibt da verschiedene Ansätze. Der eine Ansatz ist, wie schon gesagt, die Zwischenfruchtmischung. Und das heißt, wenn ich will, dass die Mulchschicht länger vorhanden bleibt, dann muss ich auf bestimmte Arten setzen, die früher und schneller ins generative Wachstum gehen und entsprechend strohiger sind. Auf der einen Seite muss aber auch schauen, dass ich rechtzeitig und früh mit der Aussaat dran bin, dass das Ganze funktionieren kann. Das heißt, einerseits ist natürlich die Mischungsgestaltung hier von Bedeutung, aber ich würde dem jetzt gar nicht so viel Gewicht beimessen, sondern entscheidend, das sind eigentlich 2 Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stellen. Die eine ist, was mache ich vor der Aussaat der Zwischenfrucht? Wenn ich nämlich da gar nichts mache und versuche, die Zwischenfrucht direkt in die Getreidestoppeln zu sehen und es ist auch noch Stroh am Acker geblieben, dann habe ich natürlich von dieser Strohschicht, und das sieht man auch ganz gut hier auf unserem Schlag vom letzten Jahr, habe ich einfach diese Mulchschicht vom Getreidestroh, die unheimlich gut abdeckt. Ja, diese Masse an Getreidestroh, das werden bei uns gewesen sein, also 6 Tonnen Stroh pro Hektar. Wir hatten da rund 8 Tonnen Ertrag, also weiß nicht 5, 6 Tonnen Stroh. Und dieses Stroh liegt da, das schaut vielleicht ein bisschen wild aus für viele, aber es sorgt für eine perfekte Bodenbedeckung. Und jetzt müssen wir nur mal schauen, dass wir den Mais dann auch richtig gut da hineinschlitzen können. Aber die Mulchschicht ist da, das organische Material der Zwischenfrucht konnte verwertet werden und die ist auch schon im Kreislauf. Und das Stroh an der Oberfläche wird sukzessive von der Biologie verwertet und sorgt durch ein Einarbeiten, ein seichtes Einarbeiten nicht zu schnell für eine Stickstoffsperre. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast und das Stroh am Acker bleibt, dann kannst du mit einer geringen Bodenbearbeitung dieses Stroh nutzen, um lange eine Bodenbedeckung zu haben am Acker. Weil vergleichsweise auch ebenso von unseren Schlagern, wo wir eine
Bodenbearbeitung vor der Zwischenfruchtaussaat durchgeführt haben, da schaut das ganz anders aus. Ja, das ist die gleiche Mischung, Sommermax in dem Fall, mit einer Bodenbearbeitung. Und die Aussaat war vielleicht eine Woche später. Aber was man sieht, ist ganz einfach, dadurch, dass dieses Stroh eingearbeitet wurde, dass es zu einer Bodenbearbeitung gekommen ist, das sorgt natürlich dafür, dass davon weniger überbleibt und dass man natürlich entsprechend auch weniger Bodenbedeckung im Frühjahr jetzt hat. Das heißt, Möglichkeit Nummer 1, wenn es zur Verfügung steht, das Getreidestroh aktiv zur Bodenbedeckung nutzen. Möglichkeit Nummer 2, und das ist eigentlich die eleganteste Möglichkeit, aber nicht immer die einfachste, zu versuchen, einen lebenden Bewuchs über den Winter zu bringen, um eine Bedeckung mit lebenden Pflanzen. Und wenn das nur ganz vereinzelt und nicht so dicht ist, aber eine Bedeckung mit lebenden Pflanzen ist natürlich der Idealfall, denn dann habe ich nicht nur den Verdunstungsschutz, natürlich diese Pflanzen brauchen auch ein bisschen Wasser, aber ich habe vor allem eine lebende Verbauung die ganze Zeit im Boden. Die Strukturen, die die Pflanzen aufgebaut haben, bleiben durch die Wurzeln erhalten, setzen sich nicht und kann hier in eine optimale Krümelstruktur einsehen. Auch natürlich mit gewissen Risiken verbunden. Wie bringe ich das weg? Wie kann ich das bekämpfen? Wie schaut das in der Folgekultur aus? Aber das ist der Idealfall. Und das kann man versuchen, indem man winterharte Komponenten in der Zwischenfrucht schon dabei hat oder, und auch das jetzt sozusagen der Idealfall vom Idealfall, wenn man so will, eine zweistufige Zwischenfrucht früh gesät, die erste Variante, und dann im Herbst die zweite einsehen. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, technisch, zeitlich, Arbeitsspitzen, aber das wäre der Idealfall. Also ich hoffe, dass du aus diesem Video was mitnehmen können. Kommentier doch gerne deine Erfahrungen, was das Erhalten einer Mulchschicht von einer Zwischenfrucht im Frühjahr betrifft. Was hast du da schon erlebt? Was sind deine Tipps und Tricks? Kommentier das, damit das die anderen sehen, und gib mir vielleicht auch gleich ein Abo auf YouTube. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.